Herzlich willkommen zu der Herzensreise durch das Hohelied. Ich freue mich, dass wir wieder zusammen sind. Ich möchte euch erinnern, das ist ein Bibelkurs für das ganze Buch und das ist wirklich eine Stufe, eine Gedicht, aber auch eine Lebensreise mit Gott. Das fängt an, wenn wir zu Jesus kommen und hungrig sind für mehr und man kann sehen, die Möglichkeiten in Gott zu wachsen sind erstaunlich. Ich muss sagen, als ich 18, 19 Jahre alt war, habe ich das angefangen zu sehen. Wow, alles, was Gott hat, wenn ich mit ihm laufen werde, das hat mich so ergriffen. Wirklich, das nachzujagen und ich bin immer noch dabei. Und besonders dieses Buch, das Hohelied, hat mich so ermutigt, von die ganze Reichtümer, das es gibt in Christus und in die Geschichte, die Liebesgeschichte Gottes. Okay, so jetzt haben wir gerade in die letzten Sessions gesehen, die siebenfache Herrlichkeit der triumphierende, vereinte, reife Braut, die wirklich in Johannes 17, Epheser 4 hineinkommt. Und ich wiederhole das von Kapitel 6. Tirsa, sie ist verglichen mit Tirsa, der Hauptstadt in Nordisrael. Und das bedeutet für die Nationen, sie ist eine große Licht und auch die Gemeinde ist ein Regierungszentrum auf Erden für die Nationen. Sie ist verglichen mit Jerusalem. Wow! Und das ist wie wir wirklich Zion, die Wohnort Gottes für seine Herrlichkeit und die Beziehung zu Gott, das Behausung Gottes und dann mit den messianischen Juden, der eine neue Mensch. Sie ist verglichen mit einer irdischen Armee, sie ist verglichen mit der Morgenröte, immer mehr Herrlichkeit. Sie ist verglichen mit der Mond, was spricht auch von Evangelisation und ein wahres Zeugnis auf die Erde zu geben von Gott und seiner Realität. Sie ist verglichen mit der Sonne, die Fülle der Herrlichkeit von der himmlischen Jerusalem. Und sie ist verglichen mit Gottes Armee, Gottes Herrscherin, Autorität über alle Finsternis. Und jetzt die Brautseele, sie wendet sich, oder man könnte sagen wie Jesus, sie kommt herab von der Berg der Verklärung und sie geht wirklich in die Welt zu helfen, die Bedürftigen, die Armen. Und hier ist, was es sagt. Sie sagt, die Braut, in den Nussgarten ging ich hinab, um die jungen Triebe des Tales zu besehen, um zu sehen, ob der Weinstock treibt, ob die Granatapfelbäume blühen. So, sie ging hinab, ihr Augen, ihr Herz wurde genau wie Jesus, kam von dem Berg der Verklärung und ging zu diesem bedürftigen Vater und seinem Sohn. Jetzt wendet sie ihr Augen auf den Leib Christi, um ein Segen zu sein, ein Kanal zu sein. Und sie geht hinab und in die Täler zu sehen, in die niedrigen Orte, wie die Dienste sind, wie die Gemeinden sind. Sie geht hinab, wirklich zu Fürbitte zu tun für die Unreifen, für die Schlafenden, für die Verlorenen. Sie geht hinab mit ihr ganzen Herz, weil sie ist wirklich ausgesandt von dem Herrn. Und sie geht zu schauen, ob die Weinstock treibt, ob die Gemeinde, ob die wirklich Frucht hervorbringen, ob die Zeit ist, wo sie weitergehen. Und die Granatapfelbäume sprechen von, ob die Brautseelen, die junge Gläubige, ob sie diese Liebe für Gott haben. Und sie geht hinab, sie tut Fürbitte. Und hier möchte ich sagen, dass wenn wir mit Jesus vereint sind in die Höhen, unser Platz auf Erden ist der Diener von allen. Jesus hat gesagt,
dass der Größte unter euch ist der Diener von allen. Oder wer groß sein möchte, in den Augen Gottes ist eine Sklave für den Menschen. So sie erlebt in der irdischen, auf dem weltlichen Ebene, sie geht in die niedrige Orte, sie geht zu den Verletzten, sie geht zu den Schwachen, sie geht zu den Jungen. Und hier muss ich sagen, dass sie geht wirklich, sie ist nicht länger Kritik oder herabschaut auf die Schlafende, aber sie sieht überall, auch in die kleinsten Sachen, sie sieht das Potenzial in Menschen. Sie sieht die Wachstumsmöglichkeit. Sie brennt jetzt, anderen wirklich als ein Diener zu investieren in anderen. Ich muss sagen, ich habe euch vielleicht erwähnt, dass ich eine gewaltige Krise, Verlustzeit hatte. Und nach dieser Zeit, Gott hat zu mir gesagt, für 7 Jahre, ich möchte, dass du lernst, flexibel zu sein. Bis dann, für 27 Jahre, war ich ein Visionär, hatte ich Ziele, habe ich wirklich so meine Ziele gefolgt, war wirklich so dran, Dinge ins Leben zu bringen. Und dann hat Gott zu mir gesagt, nach dieser Krisenzeit, lerne flexibel zu sein. Du wirst keine Vision haben. Du gehst nur hier, du gehst dort. Jede Tür, die ich öffnet, du suchst Leute, denen du segnen kannst. Und er hat Türen in Gemeinden, überall kleinere Gemeinden und das. Und ich wusste, überall sind hungrige Leute, wo ich irgendetwas geben kann, investieren, weiterbringen, helfen kann. Und ehrlich gesagt, ich bin nie zurückgegangen zu der Person, die ich vorher war. Ich habe gelernt zu schauen für das Potenzial in allem. Und jeder, der irgendwenig, wie Jesus sagt, a broken reed, er wird es nicht kaputt machen. Und so, sie ist wirklich angefangen, in diese andere Gärten zu investieren, in andere Denominationen, in andere Dienste. Sie hat gelernt, nicht nur was es bedeutet, erhört zu sein, in der himmlischen Hören, aber was das bedeutet, der Diener alle zu sein, auszuteilen. Wer hervorgeht und bringt kostbare Samen mit Tränen und Weinen, wird irgendwann zurückkommen und bringt die Ernte mit ihm. So sie ist hinabgegangen und dann sie hat angefangen zu beten und Fürbitte zu tun und ihr Herz ist herausgegangen. Wirklich Menschen, wie Paulus sagt, ich leide Geburtswehen, bis der Gestalt Jesus in euch hervorkommt, dass Jesus geformt wird, dass ihr in die Wahrheiten und Freiheiten und wirklich Stabilität und Glauben, Möglichkeiten in Christus hineinkommen. So sie hat angefangen zu brennen mit Leidenschaft für den anderen und schau mal, was ist geschehen. Wie, ab Vers 12, wie, weiß ich nicht, mein Verlangen hat mich auf die Prachtwagen meines edlen Volkes gesetzt. Das ist ein ganz, ganz interessantes Wort. Sie wurde, diese Prachtwagen, sie waren Streitwagen oder Kampfwagen. Die waren die Wagen des Herrn und es sagt meines edlen Volkes. Und das bedeutet plötzlich, sie ist gefasst, sie weiß nicht wie, mit einer neuen Kraft, mit einer Auferstehungseifer und mit einer Schnelligkeit wie Triumphzug und in dem wirklich Reiten heißt ich das mit dem Lamm. Sie ist wirklich in eine neue Ebene des Geistes. Ihr Geist wurde so freigesetzt, dass sie ist dann
Teil der apostolisches, dieser edlen Volkes, die Prinzen des edlen Volkes oder die edlen Prinzen, die reiten in dieser Prachtwagen. Sie wurde mit denen hineingesetzt und sie ist mit Schnelligkeit über die Land gegangen und hineingekommen in Dimensionen der Kraft Gottes. Das hat für sich geöffnet. So, indem sie die ganze Gemeinde so eine Liebe hat für den ganzen Leib Christi, nicht nur für die, die wie sie sind, aber der Herr bringt hervor die apostolischen Leute, die denken nicht nur mein Königreich, mein Leute, meine Gruppierung, die denken Gottes Königreich, Gott hat viel. Sie sehen kein mehr Mauer, sie sehen jeder Verlorene, sie sehen jeden Schwachen, sie sehen alle Menschen und sie sehen alle Denominationen und es muss nicht so genau wie sie. Und indem sie hineingekommen ist in Fürbitte und ausgestreckt hat, diese Leute hervorzubringen, ist ihre Seele aufgehoben. Es ist wirklich, das Wort dort ist wie entrückt in ein geistlicher Wind, die sie wirklich mit anderen gleichgesinnten apostolische, prophetische, evangelistische Pastoren und Lehrern hineingebracht, die wirklich mit Kraft ausgegangen sind in die Städte, in die Dörfer und so weiter. Okay, das ist unglaublich. So dann die andere Mädchen, die andere in Leib Christi, rufen zu ihr, dreh dich im, Sulamit. Dreh dich um, dass wir dich anschauen. So, die Gruppierungen, wo sie war, die sagen, dreh dich um, bleib bei uns, geh nicht so schnell vorwärts, trainiere uns, bring uns wirklich in das Leben mit euch. Wir wollen sehen, wie du dahin gekommen bist. Und dann sie nennen ihr zuerst einmal Sulamit. Das bedeutet die Tochter des Friedens. Und ihr Liebhaber heißt Salomon. Und das ist das Weibliche von Salomon, Sulamit. Die sind so vereint, dass sie wirklich mit Salomon in Partnerschaft, in völliger Partnerschaft mit Jesus hineingeht als eine Sulamit, als eine Tochter des Friedens und Wohlergehen und alles, was in Gott ist. Und sie sagen, dreh dich um. Wir wollen dich anschauen. Wir wollen dich sehen. Lass uns nicht, geh nicht so schnell weg. Aber sie könnte nicht gehalten. Sie musste folgen mit Gott. Sie geht dann jetzt in neuen Ebenen, wenn sie zurückkommt und Gott sie sendet. Aber jetzt ist sie in so eine Gehorsam hineingegangen mit dem Herrn. Und jetzt fragt Jesus oder der Bräutigam, er sagt, was wollt ihr an Sulamit schauen beim Reigen von Mahanaim? Was wollt ihr an Sulamit schauen als bei den Reigen von Mahanaim oder Mahanaim? Okay, so das bedeutet, Mahanaim war der Ort, wo Jakob zurück von seiner langen Zeit in Exil von das verheißene Land, als er weggelaufen war, ganz viele Jahre, und hat seine 12 Kinder gehabt und seine 4 Frauen, und er kam zurück zu dem verheißenen Land. Und gerade bevor er dann diesen Fluss überquert hat, bevor den verheißenen Land, hat er die Doppellager, die Tanz der Doppellager oder der Tanz von 2 Lager. Er hat den Engelherren
haben mit seinem Herr auf Erden zusammengetanzt, der Himmel und der Erde, weil die Engel Gottes haben ihn zurückgebracht in sein Erbland, haben ihn hineingebracht in seine Bestimmung. Oder man könnte sagen, Jakob war wie der verlorene Sohn, die wirklich weg von zu Hause laufen musste. Aber jetzt kam er zurück in seine Bestimmung. Und je mehr wir hineinkommen in unsere Bestimmung, die Erde zu regieren, die Erde wirklich hineinzubringen in Gott und dieser Geist der Fürbitte und Glauben für die Ernte, für die Gemeinde hervorzukommen. Je mehr wir hineinkommen in das, wird der Geist uns wirklich erheben in einen apostolischen Auftrag, wo wir zusammen mit apostolischen Leuten, ich habe nicht gesagt, alle sind Apostel, aber apostolische Leute sind Königsreich-Leute. Sie wollen wirklich das ganze Plan Gottes dienen und dann die Leute wollen dich vielleicht zurückbringen, nur für sie. Und Jesus sagt, was wollt ihr schauen in der Zulamit? Ist das ein Doppeltanz? Sie tanzt mit Engeln. Sie tanzt und geht mit der himmlischen Herrscher zusammen. Das ist wirklich in die Endzeit eine Vereinigung. Himmel und Erde werden sich wirklich wieder vereinen und mit aller Kraft hineingehen in die Bestimmung der Menschheit. Oder man könnte sagen, die Söhne Gottes werden manifestieren mehr und mehr, die die Erde hineinbringen in die neue Schöpfung. So, wir leben wirklich in unglaublichen Zeiten. Ich muss sagen, ich bete ständig, dass mein Herz wirklich mit dieser Edlen des Volkes oder diese willigen Herzen oder in die apostolische Auftrag, mit apostolischer Kraft, mit apostolischer Durchbrüche, mit apostolischer Kühnheit, mit apostolischer Furchtlosigkeit, mit apostolischer Liebe für die Menschen um uns herum kommt. Und ich möchte auch tanzen mit Engeln.